Wer so denkt, wird krank. Es gibt eine Legende eines sehr alten Mannes. Er wusste es nur zu gut. Im Laufe dieses Videos werde ich dir nicht nur sagen, was er meinte, sondern wie ich es auch an mir angewandt habe und dadurch innere Ruhe bekommen habe. Und das klappt auch bei dir. Es gibt eine Geschichte eines sehr alten Mannes. Der Legende zufolge soll er im fernen Tibet gelebt haben. Er soll sehr, sehr alt geworden sein. Viele sagen, er müsste mindestens 125 Jahre gewesen sein. Am Tag seines Todes lag er in seinem Bett, am Sterbebett. Er hatte sehr, sehr viele Urenkel und Enkel. Sie waren alle da. Der Kleinste, der nur 7 Jahre alt war, fragte ihn etwas, was die anderen für ungewöhnlich betrachteten. In dem Alter fragte er ihn: Urgroßvater, da du jetzt von uns gehst, gibt es auch etwas, was du in deinem langen Leben bereut hast? Der Urgroßvater sah ihn an mit einem seltsamen Lächeln im Gesicht und sagte mit brüchiger Stimme: Ich finde es sehr interessant, dass du mir diese Frage stellst. Es gibt tatsächlich 2 Dinge, die ich sehr bereue. Und der Junge sah ihn neugierig an und fragte ihn: Welche denn? Welche denn? Und er sagte: Das erste ist, dass ich meinen Liebsten viel zu selten gesagt habe, dass ich sie liebe. Und wenn du mich jetzt fragen würdest, warum ich das so selten getan habe oder nie gemacht habe, fast gar nicht gemacht habe, so kann ich dir sagen, dass ich mein ganzes Leben lang immer damit beschäftigt war, was ich zu tun habe, was ich machen muss, dass ich das Haus abbezahlen muss, dass ich zur Arbeit muss, dass ich dies machen muss, dass ich Geld verdienen muss, dass ich morgen aufstehen muss. Und irgendwie habe ich dabei vergessen, meinen Liebsten öfters zu sagen, dass ich sie liebe. Und gibt es noch etwas? Erwiderte der kleine Junge. Wenn du jetzt schon fragst, sagte er, ja, es gibt dann noch eine zweite Sache, die ich noch als viel schlimmer empfinde. Und der Junge fragte wieder neugierig: Welche denn? Und er sagte: Ich glaube, ich habe nie das Leben gelebt, was ich leben wollte. Der Junge war sehr traurig über diese Aussage und fragte ihn, wie er darauf kam. Und er sagte: Es ist wieder derselbe Punkt. Ich rannte mein ganzes Leben lang immer von links nach rechts und sagte immer, ich muss dies und jenes tun. Und irgendwie fällt es mir gerade jetzt auf, jetzt, wo du mir diese Frage stellst, dass ich nicht das Leben gelebt habe, das ich leben wollte. Diese Geschichte hat in mir etwas ausgelöst. Und vielleicht ist es bei dir gerade auch so. Diese Geschichte hat mich zum Nachdenken gebracht. Sie hat mich in Gänsehaut versetzt. Wir laufen die ganze Zeit rum und denken an morgen und an gestern, aber vor allen Dingen an morgen. Was wird morgen passieren, etc. Leben nicht in dem Moment. Und dann irgendwann mal, es geht schneller, wie wir überhaupt glauben, sind wir auch da, wo der alte Mann ist. Möglicherweise sogar viel früher wie er. Und wenn wir dann da sind, dann kommt diese Frage hoch. Und mir ist da was aufgefallen an dieser Geschichte und vielleicht bei dir auch. Es geht um die Art, um die Denkweise, wie wir denken. Dabei geht es ganz spezifisch um ein Wort. Wenn wir Probleme haben, benutzen wir dieses Wort sogar noch viel, viel öfter. Ich muss meine Angst loswerden. Ich muss morgen zur Arbeit. Ich muss morgen aufstehen. Ich muss heute aufstehen. Ich muss zur Tankstelle. Ich muss kochen. Ich muss mir die Zähne putzen. Ich muss mich waschen. Ich muss mich duschen. Ich muss einkaufen. Ich muss mit meinem Kind spielen. Ich könnte jetzt diese Liste endlos weiterführen. Ich muss. Benutzt du dieses Wort auch so oft? Ich muss. Und da ist mir was aufgefallen.
Das ist ganz, ganz wichtig. Lass mal das mal bitte sacken, weil das so wichtig ist. Benutze mal ganz kurz in Gedanken mal dieses Wort, so ganz kurz so. Ich muss auf Toilette. Ich muss kochen. Dieses Wort muss setzt uns unter Druck. Es sorgt dafür, dass wir unter ständiger Spannung sind. Ja? Ich muss ein Video drehen. Ich muss ein YouTube-Video jetzt drehen für dich. Ich muss gar nichts. Ich muss kein YouTube-Video drehen. Ich muss besser werden. Ich muss besser wie die anderen sein. Ich muss schneller sein wie die anderen. Ich muss. Warum muss ich besser sein wie die anderen? Warum muss ich schneller sein wie die anderen? Warum muss ich tanken? Warum muss ich das? Kennst du das? Hast du das auch? Schreib es mir einmal in die Kommentare, würde mich interessieren. Der alte Mann wusste es nur zu gut. Eigentlich wollte er den kleinen Jungen etwas vermitteln. Er wollte ihnen sagen, ich habe das ganze Leben immer an Muss gedacht, was ich alles muss. Und dabei habe ich um mich herum alles vergessen. Ich bin nur mit Scheunenklappen durch das Leben gelaufen, habe es nicht mehr richtig wahrgenommen. Ich habe meinen Liebsten viel zu selten gesagt, dass ich sie liebe. Warum machen wir das eigentlich so selten? Sind das Blockaden? Oder warum sagen wir nicht viel öfter unseren Lieben, ich liebe dich oder du bist gut so wie du bist, danke, dass es dich gibt, etc. Nein, wir sind die ganze Zeit damit beschäftigt, ich muss zur Tankstelle, ich muss tanken, verdammt, ich muss zur Arbeit, verdammt, ich muss dies und verdammt, ich muss aufstehen. Die ganze Zeit, wenn wir dieses Wort muss benutzen, setzt es tatsächlich eine biochemische Reaktion in unserem Gehirn aus, die Neurotransmitter ausschütten, die Hormone ausschütten, die mit Stress verbunden sind, die dann unsere Muskeln anspannen, unseren Kiefer. Und das nur von einem Wort. Tatsächlich ist es so, denn ich habe es an mir selber ausprobiert und ich habe mich beobachtet und habe mir bewusst gemacht, wie oft ich im Alltag dieses Wort benutze. Ich muss. Und ich habe immer gemerkt, immer wenn ich dieses Wort gedacht habe, hat sich da tatsächlich, auch wenn es nur so ein bisschen war, etwas verändert. Ja, da kam schon der Stress, da kam schon der Dings, unter Anspannung, ja, Fight or Flight, ja, kennt man, ne? So, ich muss. Und das wurde alles immer schlimmer und diese biochemischen Prozesse wurden immer mehr und ich habe mich immer unruhiger gefühlt. Bis ich mir dann eine spannende Frage gestellt habe. Und jetzt wirst du lachen, aber es ist doch so. Muss ich aufstehen? Ja, sagt der eine, natürlich musst du aufstehen, weil sonst beginnt ja nicht der Tag. Ja gut, ich kann ja liegen bleiben. Ja, aber dann kannst du nicht zur Arbeit und kein Geld verdienen. Ja, dann kann ich kein Geld verdienen. Ja, aber dann hast du nichts zu essen. Ja, das ist eine Konsequenz. Hat aber mit muss nichts zu tun. Stattdessen würde ich dich einladen, dir zu sagen, statt muss, dir in dein Vokabular ständig immer und immer wieder zu wiederholen und anzugewöhnen. Und das können wir jetzt gleich miteinander üben, hier in diesem Video, jetzt, dass du statt muss, ich darf. Ja, du hast richtig gehört. Ich darf. Ich darf aufstehen. Es gibt Menschen, die dürfen heute nicht aufstehen. Sie dürfen morgen nicht aufstehen und übermorgen nicht. Du darfst wahrscheinlich. Und diejenigen, die zuschauen, die nicht dürfen, mein herzliches Mitgefühl. Aber an diejenigen, die aufstehen dürfen, du darfst aufstehen. Ich darf aufstehen, du darfst aufstehen. Du darfst vielleicht zur Arbeit gehen, du darfst tanken, du darfst essen, du darfst trinken, du darfst dich waschen, du darfst duschen, du darfst rausgehen, du darfst spazieren gehen, du darfst zum Arzt gehen. All das darfst du. Du bist auf diese Welt gekommen und hast das Licht der Erde erblickt, dass du darfst. Du darfst. Du darfst all dies tun, du darfst es. Und ich habe mir angewöhnt, dieses Wort muss zu streichen. Und jedes Mal, wenn mir aufgefallen ist, dass wieder dieses Wort muss kam, habe ich sofort gesagt, ich darf. Ich darf tanken gehen, ich darf einkaufen gehen, ich darf meine Angst überwinden, ich darf meine Angststörung überwinden, ich darf meine Depressionen überwinden. Denn wenn ich schon sage, ich muss meine Depression überwinden, erzeuge ich Gegendruck. Ich muss meine Angststörung überwinden. Ist Druck. Und Druck erzeugt immer Leid. Gegen das, was wir ankämpfen, ist auch mit dem Wort
Ich muss verbunden, ich muss funktionieren, sagen ganz viele Menschen, die psychische Probleme haben. Du darfst funktionieren, wenn du möchtest. Wenn du nicht möchtest, darfst du auch mal faul sein. Du darfst dich auch mal hinlegen und sagen, hey, es ist okay, ich darf mich schlecht fühlen. Ich muss mich nicht schlecht fühlen, ich darf mich auch mal schlecht fühlen. Und das ist okay und das darf so sein und das habe ich mir angewöhnt. Und du darfst dir das auch angewöhnen. Du darfst all dies tun. Du darfst auf dieser Welt leben, so wie ich das darf, so wie wir das alle dürfen. Und muss sollte ab heute in dein Vokabular, in deinen Gedanken, aber auch in deiner Sprache am allerbesten nicht mehr vorhanden sein, denn es ist eine Lüge. Wir müssen gar nichts, wir dürfen. Und wenn dich jetzt interessiert, wie man aufdringliche Zwangsgedanken überwinden kann, verlinke ich dir auf der Endcard hier ein Video von mir. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Dein Juan. Namaste.